Herzlich willkommen, mein Name ist Luciano von eBakery und wir sprechen heute über das wichtige Thema Creatives bei Facebook. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video beschäftigt sich Luciano zum einen mit der Funktionsweise von Facebook-Ads, die ihr immer im Hinterkopf behalten solltet, aber andererseits auch mit den Creatives selbst, gerade wenn ihr Dropshipper seid. Wie sollten diese aufgebaut sein? Wie kommt ihr auch gegen Milliardenkonzerne an? Also, wie holt ihr quasi das Beste aus euren Facebook-Ads raus? All das in diesem Video. Schaut also am besten bis zum Schluss. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber wieder das Wort ab an Luciano. Nun, wo soll ich da anfangen? Am einfachsten wäre es erst einmal zu verstehen, dass Facebook eine Auktion ist. Ich sage mal, 2015 waren es unter 7 Millionen Werbetreibende weltweit und deswegen war zum Zeitpunkt von 2015 ungefähr ein ziemlich intensiver Run. Dort begann auch das intensivere Vertreiben von Dropshipping-Anzeigen auf Facebook. Wir reden hier von dem China-Dropshipping mit AliExpress, das allseits bekannt ist, dass die meisten Gurus und Coaches natürlich versuchen, auf mittlerweile allen Plattformen zu vertreiben, was sie wiederum auch tun, weil sie ganz genau eines wissen: durch die hohe Anzahl an Werbetreibenden sind die Werbeplätze teurer geworden. Zum Beispiel sieht man das am CPM, der mittlerweile durchschnittlich bei den normalsten Projekten irgendwo bei 15 bis 20, 25 Euro liegen. Dies war vor vielen Jahren anders, denn da waren nicht so viele Werbetreibende auf Facebook unterwegs. Und deswegen haben sich Produkte auch schneller verkauft, was als zweites hinzukommt. Also an der Stelle möchte ich nochmal geklärt haben, Facebook ist eine Auktion. Je mehr Leute dort sind, je mehr Leute dort Geld reinschießen, desto teurer werden die Werbeplätze, weil als kleines Beispiel größere Konzerne wie Coca-Cola oder ich weiß nicht, Coca-Cola ist glaube ich mittlerweile gar nicht mehr auf Facebook, da war letztes Jahr etwas, dass sie sich glaube ich da distanzieren. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir reden von größeren Konzernen, die sich auf diesen Werbeplätzen Plätze einkaufen. Und die haben natürlich mehrere Millionen bis Milliarden Euro pro Jahr an Geldern, die sie da reinpfeffern können, um sich die Plätze zu kaufen. Deswegen müssen diese Großkonzerne auch keine besonders guten Creatives vertreiben, denn die Aufmerksamkeit bekommen sie durch die Omnipräsenz generell, durch alle Plattformen, durch dieses hohe Budget, das sie haben, und somit verdrängen sie die kleineren Media Buyer bzw. Werbetreibende. Also an der Stelle nochmal zu klären, vor etlichen Jahren waren es weniger Werbetreibende und somit war es viel einfacher und so entstanden übrigens auch die Coaches, denn diese haben damals wirklich Millionenumsätze mit China Dropshipping gefahren. Damals waren so Sachen wie diese Massagepistolen, LED-Hundehalsbänder, das war alles völlig neu und das kannte keiner, und sobald eine Werbung damit aufgeploppt ist, ist natürlich Interesse entstanden und ein Kaufimpuls und zack, kannst du damit Datensätze sammeln, die sich wieder so skalieren, dass du einfach nur mega viele Umsätze machst. Das funktioniert natürlich dann irgendwann auch nicht auf Dauer, weil erstens die Audience ist irgendwann gesättigt von diesen Sachen, die sie da sehen, und irgendwann kommen auch mehr Werbetreibende, weil sie sehen, dass andere mega Umsätze damit machen, und somit reguliert sich dieser Markt von alleine nach unten. Und dann, wenn man natürlich als ehemaliger Millionen-Dropshipper noch Lust hat, Geld zu verdienen, was dann nicht mehr so gut funktioniert oder sagen wir nicht so einfach, weil du dich plötzlich wirklich mit Marketing auseinandersetzen musst, also mit Verkaufspsychologie oder Conversion Rate Optimierung, dann machst du natürlich einfach Online-Kurse, in denen du sagst, hey, ich habe Millionen damit gemacht, gib mir 5.000 oder 10.000 Euro und ich zeige dir, wie das geht. Aber bei den meisten funktioniert es halt eben nicht mehr so gut. Und mit der Zeit wird es eben auch schwerer. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Was ich sage ist, dass es schwerer geworden ist. Kommen wir zurück zum Thema.
Facebook ist eine Auktion, das wäre damit geklärt. Daher kommen diese großen, riesigen Preise, die jetzt mittlerweile für die Werbeplätze entstehen. Jetzt kommt aber der zweite Faktor dazu. Und der zweite Faktor ist die Audience, das Publikum. In den letzten Jahren sind Plattformen wie Pinterest groß hinterhergerutscht oder auch TikTok. TikTok ist sehr, sehr knapp hinter Facebook. YouTube hat sich weiterentwickelt und somit wird die Audience immer mehr überschwemmt mit Content, die sie ja unterhalten soll. Denn für diese Plattform geht es ja darum, die Aufmerksamkeit der Audience möglichst lange auf dieser Plattform zu halten. Können Sie die Audience lange auf der Plattform halten, können Sie ihnen mehr Werbung vorspielen. Da müssen Sie natürlich aber ein gewisses Feingefühl entwickeln, um die Leute nicht zu verkraulen, dass wenn Sie ihnen zu viel Werbung zeigen, sie keinen Bock mehr haben oder rausgehen aus der Plattform. Also müssen Sie immer wieder Werbung dazwischen schieben, die irgendwie auch gut ist oder beziehungsweise die tatsächlich Kaufimpulse auslöst. Beziehungsweise einfach Werbung, die vielleicht auch sogar cool ist oder Ihnen gefällt. Sprich, wenn du jetzt kein Milliardenkonzern bist, der mehrere Millionen Euro in Ads stecken kann, einfach nur für Branding und einfach nur um eine Omnipräsenz zu erzeugen, dann solltest du dir intensiv Gedanken darüber machen, wie du die Werbung anpasst, ausstrahlst, wie du den User abholst, wie du ihn nicht in den ersten 3 Sekunden merken lässt, dass es sich hier um Werbung dreht. Ihr müsst nur euer eigenes Verhalten auf diesen Plattformen, soweit ihr dort vertreten seid, was sich anbietet, wenn ihr denn Werbung schalten wollt und euch für das Thema interessiert. Ist übrigens der einzige Grund, warum ich noch nicht YouTube Premium gebucht habe. Mich nervt die Werbung zwar, aber ich muss sie mir ansehen, beziehungsweise möchte gerne sehen, was andere so treiben. Und sehe ich Werbung, bei der ich mir sage, wow, da habe ich jetzt nicht auf Überspringen geklickt, dann weiß ich die wohl gut. Obwohl ich weiß, dass es sich um Werbung dreht und es nur darum geht, mir etwas zu verkaufen. Kleiner Tipp an euch. Zurück zum Thema. Die Audience. Die Audience hat einfach, wie sagt man so schön, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches oder einer Fliege, die immer wieder gegen das Fenster fliegt, weil sie alle 2 Sekunden oder 1,5 Sekunden vergisst, das könnt ihr googeln, weil eine Fliege alle 0, Sekunden, glaube ich, sogar vergisst, dass dort eine Scheibe war und sie wieder dagegen fliegt, weil sie ja einfach das Hindernis nicht sieht. Und ähnlich ist es mit dem Publikum. Wenn ihr sie nicht innerhalb der ersten wenigen paar Sekunden mit irgendwelchen Impulsen abholt, scrollt sie weiter. Sprich, wenn ihr die Standardwerbung macht als Versicherungsvertreter oder als Immobilienmakler, bei dem ihr da steht und einfach nur sagt, hey, ich bin toll, ich biete dir was an, das kannst du haben, mich gibt's, hallo, klick auf den Link und mach mit. Das funktioniert nicht mehr und das wird auch auf lange Sicht nicht besser. Es gibt viele Beispiele für gute Werbung, die tatsächlich auch User abholen, beziehungsweise die irgendetwas Witziges machen am Anfang, um dann ihr Anliegen zu schildern. Da gab es diese Werbung mit der Glaserei, ich weiß nicht mehr, wo die war. Bei der Werbung hat ein Glaser eine große Glasplatte getragen, ist durchs Bild gelaufen, hat sie fallen lassen, die ist zerscheppert. Das sieht natürlich erstmal aus wie ein Reel oder ein TikTok-Video, das den Unfall eines Mitarbeiters zeigt und das hält erstmal die Audience bei Laune, um sich weiter anzugucken, worum es geht oder was dabei jetzt rauskommt. Kriegt er jetzt Ärger oder ja, dann fängt der Mann halt an zu reden, dass er einen Mitarbeiter sucht und die hoffentlich nicht so schusselig sind wie er und das war eine ziemlich gute Werbung. Ob das heute noch so funktioniert, ich meine, jemand hat diese Art der Werbung jetzt schon platziert und vielleicht es zu kopieren kann funktionieren, muss aber nicht. Was ich hiermit auf keinen Fall sagen will, ist, dass es nicht funktionieren kann, einfach nur Standardwerbung zu machen. Ich selbst habe 2020 und 2021 und wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder Werbung geschalten für ein Bikini-Unternehmen und konnte dort auch, das Unternehmen hat von 0 auf jetzt gestartet und es waren, glaube ich, wenige Wochen, bei denen sich 5-stellige Umsätze und auch hohe 4-stellige Gewinne eingefahren haben, konnte ich platzieren, weil es aber auch der richtige Zeitpunkt war, wenn ihr die Bikini-Saison abpasst, also schon im Februar beginnt, Datensätze zu sammeln, also Ende Februar, dann ist es natürlich klar, dass ab März die Leute, die Personen, die Bikinis kaufen, natürlich anfangen darüber nachzudenken und ja, bald wird es warm, ja, ich könnte ein Bikini gebrauchen und die ersten, die da jetzt schon Werbung schalten,
sammeln natürlich die ersten Daten, denn jeder Bikini-Shop wird dann spätestens im April Werbung schalten. Und somit kannst du als kleines Beispiel einfach schon mal vorher anfangen, die Audience an einer Stelle abzuholen, wo sie gerade beginnt, darüber nachzudenken, Bikinis zu kaufen. Aber auch hier sei wieder gesagt, das Risiko ist eben die steigende Anzahl der Werbetreibenden. Es sind schrittweise immer mehr Werbetreibenden auf Facebook unterwegs. Das bedeutet, wenn ein Bikini-Shop Werbung schaltet und der nächste und auf einmal sind es im nächsten Jahr die 10-fache Anzahl, teilen sich all diese Personen die Werbeplätze um das Thema Bikini und dadurch steigt natürlich der Preis und die Person mit dem meisten Budget gewinnt oder die Person mit den kreativsten Creatives, deswegen heißen sie auch so. Also bleibt euch nur eines übrig, entweder ihr habt sehr viel Budget oder ihr habt sehr viel Kreativität, denn die steigende Anzahl an Werbetreibenden ist das eine Problem, dass sie einfach teurer werden, die Werbeplätze, und das Publikum, das irgendwann mit Content so konfrontiert wurde, dass sie irgendwann auch blind dafür werden, für gewisse Dinge, die dieses Jahr noch funktionieren und nächstes Jahr vielleicht nicht mehr. Letztlich bleibt zu sagen, die beste Strategie ist immer noch, jede Plattform zu testen, zu nutzen, kreative Creatives zu haben und Multi-Channel-Marketing zu betreiben, was so viel bedeutet wie, ihr benutzt alle Plattformen, zum Beispiel über Google Ads. Ihr wisst, Google Ads ist Keywords-basiert, mit Google Ads zu arbeiten, die Interessenten, die sowieso schon danach suchen, anzufixen, indem ihr euch die Werbeplätze ganz oben kauft, um sie dann im Facebook nochmal abzuholen, weil diese Personen ja schon Interesse hatten. Also klassisches Retargeting. Kleiner Tipp hierzu, in der Werbeanzeige ganz unten könnt ihr runterscrollen und dort UTM-Parameter anlegen, was nichts anderes ist als der Link eures Online-Shops gepaart mit Google Ads UTM-Parameter, um, wenn die Werbeanzeige angeklickt wird, Google einfach mit tracken zu lassen, sauber mit tracken zu lassen. Abschließend sei zu sagen, dass wie gesagt das Problem Audience und Werbebudget sind. Ebenso die Kreativität, die man an den Tag legen muss und die Marketing-Skills, die man sich aneignen muss. Aus diesem Grund werden Agenturen immer wichtiger, denn einfach nur Werbung schalten reicht nicht. Es zählt noch Conversion Rate Optimierung dazu. SEO spielt eine große Rolle und zusätzlich das Erstellen von Creatives. Und jetzt als Online-Shop eine Abteilung für Creative-Erstellung zu haben, einen Media-Buyer zu haben oder auch jemand, der sich mit SEO und SEA bzw. Media Buying Paid Ads auskennt, das wird halt schwer. Somit macht es schon Sinn, sich eine Agentur zu suchen, die alles in-house hat, in denen sich die Spezialisten untereinander ansprechen, um die Kunden so mit Werbung zu versorgen, dass es sich auch wieder rentiert. Denn jeder Spezialist konzentriert sich auf sein Gebiet und kann dadurch das meiste rausholen. Es wird niemals in diesem Gebiet eine eierlegende Wollmilchsau geben, die alles kann. Das funktioniert einfach nicht. Somit solltet ihr Interesse haben, eure Ads voranzubringen, meldet euch bei eBakery. Ich danke euch fürs Zuhören. Genauso sieht es aus. Je länger Dinge existieren, desto mehr Zeit muss man in sie investieren, damit man das volle Potenzial ausschöpft, um überhaupt noch gegen die Konkurrenz anzukommen. Deshalb decken wir von eBakery das volle Marketing-Spektrum von SEO bis CR ab, was euch die eben angesprochene Zeit erspart und ihr euch als Händler aufs Wesentliche konzentrieren könnt. Einen Termin mit uns könnt ihr auf der Seite, die wir oben rechts verlinkt haben, vereinbaren. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch alles Gute wünscht euch euer eBakery-Team.